In diesem Video sind wir in Buchara, der 5. größten Stadt Usbekistans, unterwegs. Das historische Zentrum zählt als UNESCO-Weltkulturerbe und man findet hier etliche Moscheen und Medresen. Warum uns diese eigentlich so schöne Stadt gar nicht so gut gefällt, seht ihr in diesem Video. Da wir gerade noch in Samarkand sind, fahren wir erstmal 1,5 Stunden mit dem Zug nach Buchara. Diesmal fahren wir in einem klimatisierten Schnellzug, der nur wenige Euros mehr kostet als unser letzter Zug. Die Zugfahrt fühlt sich fast an wie zu Hause, aufgrund von den Ähnlichkeiten zum ICE. Bei weit über 30 Grad ist das natürlich enorm entspannt. Angekommen in Buchara sprechen uns direkt mindestens 6 Taxifahrer an. Wir entscheiden uns für einen und verhandeln ein bisschen. Unser Fahrer sagt, dass er mit dem Preis nicht viel runtergehen kann, wegen den hohen Spritpreisen. Klar, verständlich. Und im Endeffekt handelt es sich ja auch nur um ca. 4 bis 5 Euro. Auf dem Weg in die Stadt tankt er dann sein Gasauto voll und erzählt uns stolz, dass er nur mit Gas fährt und mit 1 Euro bis zu 75 Kilometer fahren kann. Na toll, aber sei es ihm gegönnt. Angekommen in Buchara laufen wir abends noch etwas durch die Stadt, da es in der Mittagssonne wirklich viel zu heiß ist. Hier findet man wirklich an jeder Ecke Souvenirshops für Touristen. Ich wollte einfach mal erzählen, wie die aktuelle Situation gerade so aussieht. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass es heute 39 Grad werden und komplett Sonne, blauer Himmel. Das heißt, wenn man da in der Sonne läuft, wird man wirklich gebraten. Und selbst hier im Zimmer, hier haben wir zum Glück eine Klimaanlage. Aber wenn man die nur kurz ausschaltet, weil das ja auch nicht so gut ist irgendwie, wird es direkt auch wieder warm und heiß. Deswegen kann man aufstehen, frühstücken, dann nicht wirklich rausgehen und bleibt dann eher zu Hause in dem Hotelzimmer halt und kann erst so ab 18, 19 Uhr raus, obwohl da dann auch noch so 36 Grad sind, was echt heftig ist. Aber naja, können wir jetzt auch nichts machen. Wir wussten auch schon, dass es sehr heiß wird, aber ich dachte nicht, dass es so heiß wird. Und der Ort hier, beziehungsweise die ganzen Attraktionen, Touristenattraktionen, sind halt alle speziell für die Touristen ausgelegt und man sieht nicht so wirklich, wie die Menschen wirklich leben oder kann die Kultur nicht so echt erfahren, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich würde gerne so einen Blick auch mal hinter die Kulissen werfen können, wie es wirklich hier ist zu leben. Allerdings fehlt mir da so ein bisschen die Energie gerade, weil man halt einfach, wie gesagt, morgens, tagsüber ist es echt heftig und dann hat man immer nur abends Zeit und natürlich will ich mir auch die schönen Bauten anschauen. Wir gehen den Tag sehr gediegen an und laufen später noch ein bisschen durch die Stadt, wo ich aber fast nichts filme. Guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Show von Selma und Samuel on Tour. Der Samuel hat heute leider keine Lust zu sprechen, also übernehme ich das. Wir gehen jetzt zu einer Festung hier in Buchara. Wir sind nämlich heute Morgen aufgewacht und es hat einfach geregnet. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr über Regen gefreut, weil es ist einfach richtig angenehm hier draußen. Und deshalb haben wir beschlossen, dass wir heute Morgen mal ein bisschen was erkunden und uns angucken. Das haben wir hier nämlich noch nicht so intensiv gemacht. Genau. Und es sind trotzdem 27 Grad, aber es ist sehr angenehm. Fühlt sich zumindest angenehm an. In der Festung aus dem 5. Jahrhundert befindet sich heute ein Museum.
Hoffentlich begegnet uns hier keins von den Tieren. Wir sind jetzt ein Stück weiter gegangen, denn hier sind überall in der Stadt sind so Wasserbassins oder kleine Wasserbecken, die früher dafür genutzt wurden, um die Stadt mit Wasser zu versorgen. Wir gehen jetzt noch in ein Gefängnis, zumindest glauben wir, dass das das alte Gefängnis war. Das könnte ganz spannend sein. Zindern. Und langsam kommt auch die Sonne. Es wird ein bisschen wärmer, aber es geht noch. Das ehemalige Gefängnis ist sehr klein und wir machen uns wieder auf den Weg zu unserem Hotel. Wir haben uns jetzt noch ein bisschen ausgeruht, weil es wieder wärmer wurde. Jetzt geht langsam die Sonne unter, bald jedenfalls. Und jetzt werden wir nochmal in eine Moschee gehen wahrscheinlich, nochmal einen Tee trinken, über den Bazar gehen. Und aktuell haben wir gerade kein Wasser, also komplett gar kein Wasser, kein Leitungswasser, kein Duschwasser, kein Wasser für die Klospülung, nichts, weil irgendwie ein riesen Rohrbruch passiert ist. Und das hat jetzt die ganze Stadt lahmgelegt, schon seit 3-4 Stunden oder so. Wir hoffen mal, dass das schnell wieder funktioniert. Und das ist natürlich das Ding, weil es hier kaum Wasser gibt, weil das halt Wüste oder Steppe halt ist. Und dann gibt es wahrscheinlich einfach nur so einen Zugang und wenn der halt kaputt ist, dann ist die ganze Stadt lahmgelegt. Also echt heftig. Aber naja, wird schon hoffentlich. In dieser Medrese wird bis heute noch der Koran gelehrt und studiert. Hinein darf man aber leider nicht. Dafür gehen wir in eine Moschee direkt gegenüber. Anschließend laufen wir noch durch die Stadt und sehen noch einige historische Bauten. Etwas erschöpft kommen wir in unserem Hotel an und damit endet auch schon der heutige Tag. Und zwar geht das Wasser immer noch nicht, es ist jetzt schon der nächste Tag, also wie gesagt gar nichts. Dann habe ich gestern bzw. vorgestern eine Kakerlake in unserem Bad entdeckt. Die habe ich dann entsorgen können, beziehungsweise halt getötet. Und dann gestern Abend, wollte ich halt schlafen gehen, ganz entspannt, wollte gerade das Licht ausmachen, dann habe ich was krabbeln sehen und es war eine Kakerlake. Zum Glück habe ich die dann auch erwischt, aber trotzdem ist es natürlich unangenehm zu wissen, wenn direkt neben dem Bett eine Kakerlake langläuft. Der Mann hat uns hier jetzt einfach gerade an der Straße angesprochen und meinte, wir sollen unbedingt mitkommen. Unbedingt. Wir sagen, nee, wir sind da. Und der sagt, unbedingt, komm schon. Jetzt sind wir hier in so einem Hausmuseum, das ist ganz cool. Ja, weil es ist nicht so hübsch gemacht, extra für die Touris, sondern halt mit wenig Geld und in ihrem Stil. Und das ist eigentlich echt irgendwie voll cool. Ich mag das gerade voll. Wir machen uns auf den Weg zu wieder einmal einem enorm spannenden Bauwerk. Anschließend kommen wir in einen Laden, wo ein Mann uns in Kürze erklärt, wie er Seidenmäntel herstellt. But if this is all white, but painting design,
Also das This dauert is- 2 Tage zu machen. Name Atlas. Atlas. Yes. The Atlas and The form or no the no pattern? Atlas and pure silk. Adras. Adras. 50 cotton, 50 silk. So Atlas is silk, Adras is silk and cotton. Cotton, yes. Ah, okay. This is cotton, pure silk. This is Khan Atlas. Khan Atlas, Khan Atlas. One side. Only silk. Ah, okay. Am Abend laufen wir noch etwas durch die Stadt. Ja. Mir ist es hier irgendwie zu stressig und ich bin froh, wenn wir morgen wieder Richtung Kirgisistan fahren. Das war's dann erstmal mit diesem Video und jetzt wollte ich noch mal kurz was erzählen und zwar werde ich erstmal eine Pause machen bzw. aufhören Videos hochzuladen bzw. zu produzieren. Aus mehreren Gründen. Zum einen ist es natürlich enorm zeitintensiv und zwar dauert so ein Video zum Beispiel rein im Schnitt, bis dann noch das Thumbnail fertig ist und dies und das, kann das schon mal 15 Stunden dauern. Plus dann ist ja noch gar nichts gefilmt, also ich muss ja immer noch filmen und das dann zusammenschneiden und das hat mir auch die ganze Zeit richtig viel Spaß gemacht. Aber jetzt irgendwie mit den letzten Videos habe ich irgendwie gemerkt, dass das ja mir mehr Energie raubt, als es mir Energie gibt und mir Spaß macht. Und das ist ja nicht der richtige Ansatz, weil ich das ja aus Freude mache und mir macht das Spaß, das mit euch zu teilen. Und ich verdiene damit auch kein Geld. Also ich habe bis jetzt 10 Euro damit verdient, die ich noch nicht mal ausgezahlt bekommen habe, weil das erst ab 70 Euro geht. Das heißt, es ist einfach ein Hobby und dafür ist es natürlich enorm viel Zeit und das habe ich auch wirklich gern gemacht. Aber jetzt gerade merke ich brauche einfach eine Pause. Die andere Sache ist halt, dass ich mich beim Film natürlich immer nicht zu 100% nur auf das Reisen konzentrieren kann und auf die Erfahrungen und alles, was da so dazugehört. Und das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Ich bin jetzt mittlerweile wieder in Kirgisistan und habe die erste Wanderung gemacht, ohne irgendwas zu filmen. Und das hat enorm gut getan. Und das brauche ich jetzt auch einfach mal. Das sind so die Sachen. Und dazu kommt dann noch, dass ich theoretisch noch studiere. Und das gerade jetzt so ein bisschen aufs Eis gelegt habe, aber da eventuell auch weitermachen möchte. Da muss ich mal schauen, wie jetzt die nächsten Planungen sind. Und ich muss mich auch grundsätzlich einfach jetzt mal fragen, was ich überhaupt will und was ich nicht will. Und ich habe ja auch noch nicht alles irgendwie jetzt im Leben herausgefunden, was ich mein komplettes restliches Leben machen will. Und deswegen brauche ich jetzt einfach so eine Zeit, so eine Pause für mich. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und ich bin natürlich enorm dankbar für alle, die meine Videos immer geschaut haben, das kommentiert haben, geliked haben oder mir persönlich gesagt haben, dass sie es gut finden oder geschrieben haben. Und das freut mich wirklich sehr. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Videos, die ihr von mir noch nicht geschaut habt, falls euch langweilig ist und ihr mal ein Video sehen möchtet. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange die Pause werden wird, solange wie sie halt sein soll. Und ich werde mich dann vielleicht zwischendrin mal melden mit dem Community-Tab, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Gut, aber ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich denke mal, ihr habt verstanden, worum es mir geht und warum ich das Ganze mache. Dann verabschiede ich mich jetzt bis irgendwann und ich wünsche euch alles Gute und tja, jetzt bin ich erstmal weg.